Moin Moin und willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und erleben möchtet, was ich heute unternehme. Ich bin hier gerade angekommen in Eckernförde und dort möchte ich rund um das Windebyer Noor, was ihr gerade hinter mir seht, wandern. Dieser Weg ist ungefähr 10 Kilometer lang und wenn euch das interessiert, bleibt gerne dran und mal sehen, was wir diesmal so Spannendes erleben. Also hier kann man auch wieder was schön lernen über die Geschichte der Gegend. Das war gerade der letzte Richtplatz hier in der Gegend, der im 19. Jahrhundert aufgegeben wurde. Die letzte Hinrichtung war von einem Herren, der wegen Diebstahl erst aus dem Militärdienst Anfang des 19. Jahrhunderts geschmissen wurde und dann hat der Herr noch seine Frau rücklings mit einer Schrotflinte erschossen. Er wurde daraufhin natürlich verurteilt und aufs Rad gebunden. Die Gegend hier um Windebyer Noor ist sehr geschichtsträchtig, weil hier hat man auch 1952 eine sehr gut erhaltene Moorleiche gefunden. Einige von euch kennen dies unter das Kind von Windeby oder der Junge von Windeby. Früher war es mal das Mädchen von Windeby. Das ist ungefähr ein 15- bis 17-jähriger Junge gewesen, der im 1. Jahrhundert gelebt hatte. Ich habe diesmal auch nicht bereut, meine große Kamera mitgenommen zu haben, weil dieses Gelände ist sehr gut geeignet, um Vogelbeobachtung zu machen. Ich habe jetzt schon einige gesehen und das wuselt immer mal hier im Gelände. Ich werde euch jetzt ein paar Bilder einblenden, was ich so eingefangen habe. Und wieder ein geschichtliches Highlight hier auf dem Wanderweg. Der Osterwald, der auch den Handelsweg nach Heiterbu gesichert hatte. Ich würde euch ja das alles vorlesen, aber ich glaube, das würde den Rahmen des Videos sprengen. Ich habe mir jetzt eine Bank ausgesucht, um eine kleine Rast
einzulegen. Die Bänke sind auf diesem Wanderweg sehr zahlreich aufgestellt und man findet sogar auch Schutzhütten, wo immer wieder informative Tafeln angebracht sind, wo man was über die Geschichte dieser Gegend lernen kann. Einige davon habe ich euch ja schon gezeigt. Aber kommen wir mal ganz kurz zu dem Vindebia Nor. Das Wort Nor kommt aus dem Dänischen und wird abgeleitet von Nor mit einem O und bedeutet so viel wie Haff oder Strandsee. Hier in Nordschleswig-Holstein sind es meist Binnenseen, die einen kleinen, schmalen Zufluss haben von größeren Gewässern. Das Vindebia Nor ist 389 Hektar groß. Es ist ein Binnensee und es war mal direkt mit der Eckernförder Bucht verbunden, was denn halt einen Zugang auch zur Ostsee hatte. Also hier am Ufer wird es denn doch etwas schlammiger und man sieht es auch hier, wie das Wasser steht hier unter den Sträuchern. Aber nützt ja nichts, ich will hier durch, also kämpfe ich mich durch. Die Feuchtigkeit könnte natürlich auch herrühren von dem letzten größeren Sturm, den wir Ende letzten Jahres hatten, weil der ist ein bisschen döller ausgefallen. Und hier sieht man das ja auch, dass hier auch die Uferkante abgebrochen ist. Also auf diesem Weg ist nicht nur angebracht super festes Schuhwerk, sondern es wären, glaube ich, angebracht auch Stiefel. Da bin ich dann doch schon am Auto. Die restliche Strecke ging eigentlich nur an der Landstraße vorbei und mitten durch die Stadt von Eckernförde, zumindest in den Randbezirken. Ich stehe ja hier am Bahnhof, wo der Parkplatz kostenfrei ist. Das ist natürlich super günstig für den Ausgangspunkt, auch für die Leute, die von euch Wohnmobile haben. Hier gibt es 2 Stellplätze für Wohnmobile, die allerdings kostenpflichtig sind. Ich habe aber so einige Wanderparkplätze gesehen auf dem Weg, wo man natürlich die Route, wenn man sie nachlaufen möchte, anders starten kann. Ein kurzes Fazit zu der Strecke. Sie läuft sich super, zumindest in der Anfangsbereich, und der kleine Bereich zum Schluss ist zu vernachlässigen. Wenn man wie jetzt im Spätwinter, im Frühjahr unterwegs ist, sollte man sich definitiv festeres Schuhwerk anziehen. Also die Wege sind teilweise ab dem Moment, wo ich die Rast gemacht habe, sehr schlammig und sehr nass. Teilweise sogar wären eher angebracht Gummistiefel oder man läuft barfuß. Rastmöglichkeiten gibt es sehr viele, ganz viele Bänke und dann natürlich die sogenannten Schutzhütten, wo man immer wieder Informationen zu der Umgebung findet. Also für mich ist die Route definitiv empfehlenswert und hier werde ich bestimmt auch mit Lisma einmal lang spazieren gehen, weil hier kann man auch sehr gut Vögel beobachten und sogar fotografieren.
Das soll es denn wieder gewesen sein von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann lasst ein Like da, einen Kommentar und natürlich ein kostenloses Abo, wer noch nicht abonniert hat diesen Kanal. Dann heißt es für mich wie immer zu sagen, bleibt schön gesund und bis bald. Tschüss.